Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Sorry, falls ich ein bisschen fertig rüberkommen sollte. Wir kommen gerade aus dem Stream, es ist jetzt gleich 2 Uhr morgens und war auf jeden Fall wieder sehr geil gewesen. Aber ich muss auch schon wieder um 7 Uhr aufstehen und bin den tagsüber unterwegs und abends sind wir dann um, 18, 19, 20, 21 Uhr irgendwann am Start zum EU12 Stream, Serverstart. Ja, und deswegen sehr gerne auf Twitch vorbeischauen. Könnte aber auf jeden Fall ein bisschen krachen von der Energie her, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Es gibt viele Neuigkeiten, die ich euch zeigen möchte. Und zwar fangen wir zuerst an mit den Patch Notes beziehungsweise mit den, wie sagt man dazu? Da geht es nämlich schon los hier mit den Producer Notes. Da sind wieder neue rausgekommen und es gibt neue Hinweise auf kommende Features bzw. Überarbeitung vom Spiel. Davor habe ich natürlich auch noch mal ganz kurz einen Server-Start-Code für alle Leute, die auf EU12 spielen sollten und noch nicht Stufe 20 sind. Der ist nur bis dahin einlösbar. Könnt ihr den sehr gerne auch wieder per Rundmail in eurer Gilde teilen, wenn ihr das wollt. Dieser Code beinhaltet eine Life-Potion, ein Mount und 100 Lucky Coins. Ja? Könnt ihr sehr gerne nutzen, wenn ihr wollt. Dort/EU12 heißt dieser und genau, da wünsche ich euch und euren Gilden auf jeden Fall viel Spaß dabei. Dann sind folgende News rausgekommen, und zwar Producer Notes neue zur neuen Spielübersicht. Des Weiteren gibt es auch noch, da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen hier, ein paar neue Leaks in dem neuesten Video zu der Benutzeroberfläche und wie das Ganze aussehen könnte in Zukunft. Ja. Es gibt auf jeden Fall sehr viele interessante Sachen zu zeigen, so viel kann ich sagen. Wir kommen zum zweiten Teil unserer 7-teiligen Serie über die Überarbeitung der UI, UX unseres Spiels, welche die allgemeine Anpassung behandelt, die aufgrund eures Feedbacks und unserer Beobachtung notwendig sind. Menüanpassung. Doppeltbelegungen derzeit beinhalten einige Knöpfe 2 Funktionen, was Doppelklicks erforderlich macht und unintuitiv ist. Dies führt zu ungleichen Zugang zu Features und es fehlen klare Bedingungen. Da wurde auch im Video tatsächlich darauf hingewiesen, was ich ganz spannend fand an der Sache ist, dass wir kürzlich, gerade bevor diese News rausgekommen sind, vor, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5 Tagen ein Video zu dem Thema gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, aber es war auf jeden Fall irgendwie letzte oder vorletzte Woche, wo ich nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass halt und das halt eben auch kritisiert hat in Bezug auf neue Features, die kommen werden, dass jede Belegung hier doppelt belegt ist quasi, fast, und das Spiel quasi dazu neigt, überladen zu sein. Und wo sollen hier noch neue Features hin, wenn eh schon jeder Knopf zweifach belegt ist? Das ist das, was ich gesagt hatte, und das wurde hier tatsächlich im Video auch heute aufgefasst, beziehungsweise gestern. Auf die Thematik wurde hingewiesen. Klar werden die da schon länger dran gearbeitet haben, denke ich mal, deswegen hatte ich das auch schon gesagt, weil ich damit gerechnet hatte, dass das irgendwann notwendig sein wird, wenn sie neue Features ins Spiel bringen wollen, alte Sachen auf jeden Fall zu überarbeiten, damit mehr Platz ins Game kommt. Erweiterungseinschränkungen. Unser bestehendes Design begrenzt die Möglichkeiten, neue Features hinzuzufügen. Nutzbarkeit der Stadt. Darstellung. Wesentliche Elemente wie die Unterwelt oder der Arena-Manager fehlen. Andere sind unzureichend dargestellt, was die Navigation in der Stadt erschwert. Inhalte des Tutorials. Überwältigender Text. Die langen Texte des Tutorials schrecken neue Spieler ab. Wir planen, den Spielereinstieg zu vereinfachen mit Fokus auf wichtige Merkmale wie Dungeons, Charakternavigation, komplexes Layout. Die aktuelle Charakterübersicht ist nicht benutzerfreundlich. Wir zielen darauf ab, die Navigation zu vereinfachen, intuitiver zu gestalten. Ausrüstung. Wir bewegen uns hin zu einer Drag-and-Drop-Schnittstelle für die Ausrüstung, wobei alle Gegenstände in einem einzigen Rucksack zusammengefasst werden, der in den relevanten Bereichen zugänglich ist. Den sehen wir tatsächlich auch gleich im Video. Rucksackfunktionalität, vereinheitlichtes Inventar. Wir werden das Inventar vereinfachen, indem wir einen Rucksack für alle Gegenstände verwenden, was weniger verwirrend ist und das Spielerlebnis verbessert. Diese Anpassungen werden das Spiel intuitiver und angenehmer machen. Unsere nächsten Notizen werden spezifische Änderungen und Implementierungsstrategien skizzieren. Ja, das auf jeden Fall erstmal so weit dazu, und jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz an, was es hiermit auf sich hat. Und zwar später im Video sehen hier wir tatsächlich die ersten Leaks dazu. Ich mache mal das Ganze auf Wiedergeschwindigkeit runter.
dann sieht man das noch ein bisschen länger, weil die erste Sache, die ist tatsächlich nur sehr kurzfristig hier zu sehen, und das ist einmal das Design von der neuen Charakterübersicht hier. Da sehen wir einmal, dass über unserem normalen Char hier jetzt nicht mehr, wie wir es hier haben, einfach nur die Werte, die Attribute zu stehen haben, sondern hier es 3 neue Fenster geben wird, geteilt zwischen Information, Beschreibung und den Attributen. Hier unten sehen wir noch Sachen wie zum Beispiel die Runen vom Arena Manager. Das könnte hier zum Beispiel das darstellen für die Expedition anhand der 3 Sterne. Und hier haben wir gestern im Stream rausgefunden, das Symbol ist tatsächlich vom Schmied. Da sehen wir hier quasi, ich mache es mal so, dann sieht man den YouTube-Balken da nicht. Hier sehen wir schon die nächste Seite. Da sehen wir ein Schwert und eine 81 darunter, und dieses Schwert ist tatsächlich hier wieder zu finden beim Schmied. Das sehen wir einmal hier, ja, das ist dieses Symbol hier, dieser Pfeil und das Schwert, und genau, das ist jetzt auch tatsächlich mit in der ersten Seite, beziehungsweise bei den Attributen hier, und darunter sehen wir, steht eine 81, ja, und das haben wir gedacht, es könnte vielleicht darauf schließen, dass eventuell der Gesamtwert der verbesserten Gegenstände im Inventar es dazu führt, dass das Ganze hier 81 Mal eventuell verbessert ist. Ja, also wenn wir jetzt, sagen wir mal 20 ist das Maximale, 20, 40, 60, 80 und einmal verbessert, jetzt ganz simpel runtergebrochen, wäre das quasi eine Gesamtverbesserung von 81. Könnte sein, muss aber nicht. Ja, aber hier ist das Symbol halt auch, eben auch das für die Attribut-Upgrades, deswegen könnte das gut hinhauen. So, wenn wir weitermachen, dann sehen wir hier einfach, einmal die Informationen. Da haben wir hier unsere Rasse, die Klasse, die Ehrenhalle-Platzierung und das Sammelalbum. Ja, und weiter unten haben wir hier Reittiere und Tränke. Hier haben wir das Reittier, dann haben wir hier die Potions. Wir haben den Mannequin bzw. das Alter Ego, womit wir halt das Equipment tauschen können. Und hier ist das halt eben nochmal abgebildet. Wir sehen hier auch ein Minus gekennzeichnet unter den Tränken. Dass man die quasi entfernen kann in Zukunft. Hier oben seht ihr, wie gerade jemand mit dem Mauszeiger lang hovert, und hier oben sind halt 3 kleine Fenster. Das ist übrigens noch nicht die finale Version, steht hier, ne? Sieht man, sind wir hier gerade in der Seite von den Begleitern, beziehungsweise dort kommen wir auch gleich hin. Das werden wir dann auch nochmal gleich sehen. Ja, da können wir uns hier die Begleiter oben aussuchen, den eigenen Charakter und halt eben die Begleiter. Das sieht man da oben. Und wenn wir jetzt hier einmal draufklicken, sehen wir den Bertrahmen hier. Da haben wir das Fenster dann ausgeklappt und sehen dann hier halt eben nochmal das Fenster vom Bertrahmen. Ja, das sind erstmal so die Sachen, und dann haben wir noch ein zweites Fenster, und zwar dieses. Und jetzt kommen wir auf den Rucksack zu sprechen, der in Zukunft auf uns zukommt. Und zwar ist es momentan so gehandhabt, dass man hier sein Inventar hat, plus halt eben diese Truhe mit 3 verschiedenen Slots, sag ich mal, oder Reitern, wo man untereinander so ein bisschen die Items voneinander trennen kann. Dies wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Wir haben quasi ein gesamtes World-Inventar, nenne ich es mal. Also ihr kennt das vielleicht aus vielen verschiedenen Spielen. Ja, die ersten Games, die mir in den Kopf gekommen sind Escape from Tarkov, wer das kennen sollte. Da habt ihr auch so diesen Item-Backpack-Simulator oder Backpack-Battles, auch natürlich ein Paradebeispiel dafür. Lustigerweise, aber an Escape from Tarkov hat mich das mehr erinnert, weil ihr halt aus dem Raid die Items mitnehmt, und das ist manchmal dort so unübersichtlich, weil das Inventar so verdammt groß ist, beziehungsweise der Rucksack, und man schnell den Überblick verlieren könnte. Es scheint aber den Anschein zu machen, dass durch diese Funktion andere Funktionen bzw. mehr Funktionen oder mehr Features in Zukunft möglich sein werden, dass das einiges vereinfacht, und deswegen gibt es in Zukunft einen einzelnen gesamten großen Rucksack, der scrollbar ist. Ihr seht an der Seite hier den Scrollbalken, und man kann hier runter scrollen. Das ist halt eben so das Ding bei diesem neuen Rucksack. Ist auch natürlich jetzt, wenn man auf diese Scroll-Funktion zurückkommt, unendlich auch erweiterbar. Das heißt, vielleicht in Zukunft auch noch ein größerer Rucksack, wer weiß, keine Ahnung. Wenn man an die Dungeon Map denkt,
Wer noch die alte Map kennt zum Beispiel, die war ja statisch gewesen und man konnte nicht irgendwo weiter sich bewegen auf der Karte, deswegen es gab Lichtwelt, Schattenwelt und wo soll man neue Dungeons hinzufügen, es war irgendwann kein Platz mehr. Es kamen immer neue Sachen hinzu, aber irgendwann war die Map voll. Und diese Dungeon-Seite haben sie jetzt quasi auch scrollbar gemacht, wird natürlich auch alles angepasst an die Handy-Version, ja. Aber das spricht halt eben auch dafür, dass in Zukunft, ja, cooles Gimmick hier auch übrigens an der Stelle hier, ne? Das spricht in Zukunft auch dafür, dass eventuell die Dungeon Map erweitert werden kann, beliebig erweitert werden kann, weil man die immer weiter nach oben scrollen kann. Und das hatte ich jetzt eben auch hier so beim Backpack so ein bisschen gedacht, dass das eventuell in Zukunft auch kommen könnte. Ja, das sind soweit die neuen Leaks zum Spiel. Mehr war in dem Video jetzt hier nicht zu sehen, großartig. Und ja, da ist soweit erstmal das Neueste. Ich freue mich da definitiv auf nächste Woche. Ihr werdet es auf jeden Fall wieder sehen, wenn es denn soweit ist. Falls ihr nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall auch sehr gerne ein Abo da. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich auch sehr gerne ein Like. Würde mich sehr supporten. Ist ein kleiner Klick mit großer Wirkung. Und ansonsten sehen wir uns heute Abend dann im Livestream. Ich freue mich sehr drauf. Die Streaming-Woche, die wir momentan haben, von Dienstag bis Samstag bin ich ja jeden Tag momentan gerade live. Abends, denn läuft wirklich extrem krass. Es ist extrem heftiges Feedback auf Twitch da und ihr seid da immer am Start und supportet und es macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Da möchte ich mich natürlich bei euch herzlich bedanken und wer da noch nicht Follow da gelassen hat, kann das natürlich auch sehr gerne tun. Alles findet ihr in der Videobeschreibung. So Leute, ich bin jetzt für heute raus. Ja, ich hau mich jetzt ein paar Stunden aufs Ohr und wir sehen uns heute Abend auf jeden Fall im Livestream wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.